schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir im Porsche Zentrum Leipzig und an der Stelle gleich mal vielen Dank an die Verantwortlichen, dass wir hier dieses interessante und spannende Gespräch führen dürfen. Mein Name ist Lars Mohrholz, ich bin Fachmann im Bereich Schmierstoffe bei der Firma Elascon und Distributor Loops Engineer für die Produkte der Firma ExxonMobil. Elascon selbst ist mit Sitz in Dresden und auch einer Produktionsstätte in Dresden schon seit 1928 dort und hat sich mit seinen eigenen Produkten einen Namen gemacht, der auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt ist. An meiner Seite habe ich ein anderes Dresdner Urgestein, Jonas Greif, wie ihr seht, noch recht jung. Und was er genau macht, das darf er euch gleich mal selbst erzählen. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Für mich ist es immer wieder beeindruckend, vor diesen Porsche-Fahrzeugen zu stehen. Heute der 991 Cup Porsche, das Vorgängermodell von meinem eigentlichen Einsatzfahrzeug. Ich bin jetzt seit 13 Jahren im Motorsport aktiv, habe mich über den Kartsport, über regionale Rennserien in die deutsche Meisterschaft hochgearbeitet. Irgendwann den Entschluss gefasst, Mensch, ich möchte in den Turnwagensport, ich möchte den Traum vom Berufsrennfahrer näher kommen und bin dann die letzten 2 Jahre im Porsche GT4 bei Lechner Racing in Österreich unter Vertrag gewesen und habe dieses Jahr die Ehre, im größten Markenpokal fast der Welt mit an den Start zu gehen, dem Porsche Carrera Cup Deutschland, und fahre da den Porsche GT3 Cup 992. Und ja, für mich immer wieder ist sehr beeindruckend, hier davor zu stehen, und für mich immer wieder eine Ehre auch, weil ich glaube, du wirst mir das bestätigen können, jeder hat irgendwie mal die Hoffnung gehabt, Rennfahrer zu werden, und ja, es hat geklappt. Ja, das mit dem Rennfahrer ist tatsächlich gar nicht so abwegig. Allerdings, als ich also wenn ich an meine Grundschulzeit zurückdenke, über den Berufswunsch nachgedacht habe, da gab es diesen Beruf als Rennfahrer für mich nicht wirklich. Aber ich hatte eine andere Idee, wie ich schnell Auto fahren darf. Und zwar wollte ich Polizeiautofahrer werden. Ja. Also nicht Polizist, sondern ich wollte wirklich nur das Polizeiauto fahren, weil mir klar war, ich durfte schneller fahren, als die Polizei erlaubt. Sehr beeindruckend. Insbesondere fasziniert mich, wie du den Fokus behalten hast im Laufe dieser doch noch recht jungen Karriere, in deiner recht jungen Rennfahrerlaufbahn. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch schon in der Kindheit mit vielen Entbehrungen zu tun hat, eben nicht mit Freunden rauszugehen, sondern sich mit der Rennproblematik oder mit der Rennthematik auseinanderzusetzen und mit dem, was alles noch damit in Zusammenhang steht. Denn man wird ja nicht in so ein Overall reingeboren, sondern man tut ja was dafür. Erzähl doch mal ein bisschen, wie die Belastungen sind, körperlich, und wie du dich auf so eine Saison vorbereitest, wie man sich das so vorstellen kann. Ja, zum einen natürlich fitnessmäßig auf einem extrem hohen Level vor der Saison zu sein oder für die Saison zu sein, weil nicht nur die technischen Komponenten müssen ja hohe Belastungen standhalten, sondern auch unser menschlicher Körper, unser mentaler Aspekt auch, dass wir mental immer den Fokus behalten. Von daher viel Fitnesstraining, viel Mentaltraining, aber auch heutzutage viel Simulatortraining, was wir als Rennvorbereitung machen. Es gibt extrem gute Simulationen und Simulatoren, die die Rennstrecken durch GPS-Daten nachgebaut haben und wo wir einfach schon verschiedene Linien schauen können, wie die funktionieren bei den verschiedensten Kurven. Wir können schauen, wo der richtige Bremspunkt ist. Wir können schauen, mit welchem Gang man die Kurve am besten fährt. Und so bereiten wir uns persönlich vor, und dann gehört natürlich auch der finanzielle Aspekt dazu. Und da kommen wir wieder auf Mobil 1 zu sprechen. Nicht mein Sponsor, aber Sponsor vom Porsche Carrera Cup Deutschland, beziehungsweise langjähriger Partner, wie du es schon erwähnt hast. Und von daher ziert dieses Mobil 1 Logo jedes Auto im Porsche Carrera Cup Deutschland. Es ist auch vorgeschrieben, reglementseitig, dass wir ein bestimmtes Motorenöl verwenden müssen von Mobil 1. Es ist ein Markenpokal, jeder muss das gleiche Öl in seinem Fahrzeug haben, damit einfach die Gleichheit unter den Fahrern besteht, die Chancengleichheit. Aber warum wir genau das Öl nutzen sollten für unser Fahrzeug, das wirst sicher du mir jetzt erklären können. Ja, sehr gerne. Was ich aber vielleicht vorher noch sehr bemerkenswert finde, was der Jonas erwähnt hat, es ist keine Raketentechnik, die da auf der Rennstrecke bewegt wird, sondern er ist quasi auch in einem alltagstauglichen Porsche unterwegs mit ein paar Modifizierungen selbstverständlich. Aber der Motor an sich ist ja nicht komplett neu entwickelt worden, sondern es ist ein klassischer straßentauglicher Motor. Und er wird halt einfach nur unter extremen Bedingungen beansprucht. Und dafür wird eben auch
keine besondere Technik verwendet, sondern es kommt ein auch im normalen Handel erhältliches Öl zum Einsatz. Eben ein besonderes, und zwar das Mobil 1 ESP X3 0B40. Das hat natürlich seine Bewandtnis. Zum einen ist es von Porsche unter Laborbedingungen getestet worden und für gut befunden worden. Zum anderen ist aber eben klar, und das eben über mehrere Jahre scheinbar schon, dass dieses Öl auch unter Rennbedingungen gut funktioniert. Es ist sehr temperaturbeständig, es hat einen sehr, sehr hohen Verschleißschutz. Es hat ein äußerst gutes Kältefließverhalten. Das heißt, wenn der Motor gestartet wird, ist es sehr schnell an der letzten Schmierstelle und somit also sind alle Komponenten im Motor gut versorgt. Und es, da muss ich sagen, macht Porsche einiges richtig. Bei dem großen Ölhaushalt hat das Öl genug Zeit abzukühlen, Schmutz abzuscheiden, Luft abzuscheiden, bevor es dann wieder angesaugt wird und im Motor seine Aufgaben erfüllen soll. Und das kombiniert mit Jonas seinen Skills scheint ja irgendwie zum Erfolg zu führen. Ja. Ja, schon mal Glückwunsch soweit. Jetzt habt ihr, glaube ich, Halbzeit oder Sommerpause. Skizziere doch nochmal, wie es jetzt weitergeht. Genau, wir haben ziemlich genaue Halbzeit, also wir haben jetzt 5 Rennen hinter uns. Ich komme jetzt gerade aus der Sommerpause. Es ging auf dem Nürburgring jetzt am Wochenende weiter, sehr erfolgreich auch. Und jetzt steht so die Deutschland-Saison für uns an. Wir hatten erst 4 internationale Rennen, jetzt 4 Deutschlandrennen. Für mich oder für uns ganz besonders, es folgen noch 2 Heimrennen mit dem Lausitzring und dem Sachsenring, bevor es dann an den Hockenheimring zum Saisonfinale geht. Von daher freue ich mich extrem darauf, vor heimischem Publikum zu fahren. Ihr werdet mit an der Strecke sein, viele andere meiner Partner auch. Und ja, ansonsten ist die Zielvorgabe meinerseits, dass ich eine gute Rookie-Saison abschließen möchte. Ich möchte noch viel Erfahrung sammeln, eine gute Grundlage für nächstes Jahr legen, denn die Konkurrenz ist extrem hoch. Es ist einer der härtesten Markenpokale, die es weltweit gibt. Einfach für nächstes Jahr zu sagen, ich sammle dieses Jahr so viel wie möglich Erfahrung und kann nächstes Jahr mit einem ganz anderen Wissensstand vorne angreifen, hoffentlich. Ja, vielen Dank dafür. Mir bleibt nur noch zu sagen, im Namen der Firma Ellas Kohn, aber auch ganz persönlich, wir wünschen dir viel, viel Glück und viel Erfolg vor allen Dingen dafür. So wie du jetzt rüberkommst, machst du alles richtig und ich denke, der Erfolg wird dir dann am Ende recht geben. Und wir sind gespannt, ja, wie es dann in dieser Saison noch weitergeht und auch für die nächste Saison werden wir dich begleiten und an deiner Seite sein. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich sehr weiß, gerne. dass die Autos gut gerüstet sind. Ja, das stimmt. Vielen Dank.